Beweise, dass du alt genug bist. Verrate nicht, wer du bist. Das ist das Versprechen hinter dem neuen Ansatz der Europäischen Union zum Schutz von Kindern im Netz. Und es könnte das schwierigste technische Problem sein, das sich der Staatenbund je vorgenommen hat. Am 15. April 2026 erklärten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Exekutiv-Vizepräsidentin Hannah Verkunen, eine neue EU-Alterserkennungs-App sei technisch einsatzbereit. 2 Wochen später veröffentlichte die Kommission eine formelle Empfehlung für einen gemeinsamen EU-weiten Ansatz zur Altersverifizierung. Rechtlich nicht bindend, aber ambitioniert, bis Ende dieses Jahres soll in jedem Mitgliedstaat mindestens eine konforme Lösung verfügbar sein. Fangen wir damit an, warum es das Ganze überhaupt braucht. Im April 2026 stellte die Kommission vorläufig fest, dass Meta gegen den Digital Services Act verstößt, weil Kinder unter 13 Jahren Zugang zu Facebook und Instagram hatten. Im März eröffnete sie ein förmliches Verfahren gegen Snapchat wegen desselben Versäumnisses und unzureichender Prüfung, ob Nutzende alt genug für eine altersgerechte Erfahrung sind. Die Lehre aus Jahren selbst angegebener Geburtsdaten ist unmissverständlich. Ein 12-jähriges Kind, das ein falsches Geburtsjahr eintippt, ist damit nicht geschützt. Die EU versucht deshalb etwas strukturell anderes. Und hier wird es aus Sicht der Datenschutztechnik richtig interessant. Ein von der Kommission einberufenes Expertengremium untersuchte in der ersten Jahreshälfte 2026, wie Alterschecks funktionieren sollten. Die Empfehlung? Keine Ausweisdokumente, keine biometrischen Scans. Stattdessen Zero-Knowledge-Proof-Standards. Vereinfacht gesagt bedeutet das, ein System, mit dem man mathematisch beweisen kann, ein Mindestalter zu erreichen, ohne Name, Geburtsdatum oder sonst irgendetwas über die eigene Identität preiszugeben. Die Plattform erfährt nur ein Bit an Informationen. Alt genug? Ja oder nein? Mehr nicht. Die App der EU selbst basiert auf einem Protokoll namens OpenID for Verifiable Presentations. Sie ist Open Source dafür gebaut, sich in die bestehende Identitätsinfrastruktur jedes Landes einzufügen und soll später mit der EU Digital Identity Wallet verbunden werden, der einheitlichen digitalen Identität, die jeder Mitgliedstaat seinen BürgerInnen anbieten muss. 5 Länder testen sie zuerst: Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien und Dänemark. Doch darunter liegt eine Spannung. Während Brüssel an einem harmonisierten System baut, bewegen sich die Mitgliedstaaten auf eigenen Zeitplänen. Frankreich schränkt den Zugang zu sozialen Medien für unter 15-Jährige ab September 2026 ein. Das folgt auf Australiens weltweit erstes Verbot sozialer Medien für unter 16-Jährige, das im Dezember 2025 in Kraft trat und zunehmend als Referenzpunkt in europäischen Hauptstädten dient. Ein Ausschuss des Europäischen Parlaments hat sich separat für ein EU-weites digitales Mindestalter von 16 Jahren ausgesprochen, mit elterlicher Zustimmung zwischen 13 und 16 Jahren. Aktuell reicht das gesetzliche Alter für digitale Einwilligung je nach Mitgliedstaat bereits von 13 bis 16 Jahren. Die Harmonisierung soll diese Zersplitterung beheben. Das funktioniert nur, wenn genügend Staaten schnell genug gemeinsam handeln, bevor sich die nationalen Regelungen noch weiter auseinanderentwickeln. Jetzt zu dem Teil dieser Geschichte, der für alle, die überlegen, wohin sich Regulierung als nächstes entwickelt, wahrscheinlich am meisten zählt. Die vom Parlamentsausschuss vorgeschlagene Altersgrenze von 16 Jahren beschränkt sich nicht auf soziale Medien und Videoplattformen. Sie erstreckt sich ausdrücklich auch auf KI-Begleiter und Chatbots. Das ist eine Kategorie, für die der Digital Services Act nie direkt konzipiert wurde. Nach geltendem Recht fällt ein Chatbot nur dann unter die DSA-Pflichten, wenn er wie ein Hostingdienst funktioniert. Zusätzlich verlangt der EU-Act separat Transparenz- und Risikomanagementpflichten für generative KI-Systeme im Allgemeinen. Zusammengenommen könnte die Beziehung eines Teenagers zu einem KI-Begleiter schon bald derselben Alterslogik unterliegen wie sein Instagram-Konto. Das ist eine wirklich neue Grenze der Einwilligung. Es gibt dafür kaum regulatorische Präzedenzfälle. Die Kommission äußert sich erfrischend offen dazu, wo das noch scheitern könnte. VPNs erlauben technisch versierten Personen, ihre Verbindung als außerhalb der EU erscheinen zu lassen und das gesamte System zu umgehen. Geteilte Familiengeräte und geliehene Zugangsdaten bleiben ein naheliegender Ausweg. Das räumt die Kommission selbst ein. Kleinere Plattformen könnten mit Integrationskosten kämpfen, die größere Wettbewerber mühelos verkraften. Und es bleibt eine größere Frage, die bislang nicht vollständig beantwortet ist. Sobald die Altersverifizierung auf derselben Digital Identity Wallet Infrastruktur läuft,
die auch für Bankgeschäfte, Gesundheitsversorgung und Behördengänge genutzt wird. Was verhindert dann, dass sich diese Nutzung still und leise weit über den Kinderschutz hinaus ausdehnt? Das ist kein Grund, das Vorhaben abzutun. Es ist ein Grund, genau hinzuschauen, wie es umgesetzt wird. Datenschutzfreundliches Design und wirksamer Kinderschutz galten bisher meist als Zielkonflikt. Der Zero-Knowledge-Ansatz ist ein ernsthafter Versuch, diese Annahme zu widerlegen. Ob er den Kontakt mit 27 Mitgliedstaaten, einer Dezemberfrist und einer ganzen Generation umgehungserfahrener Teenager übersteht, ist die eigentliche Bewährungsprobe. Nächstes Jahr werden wir mehr wissen.